Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Final Fantasy 16 The Rising Tide auf der PS5 Episode 4. Die letzten 3 Episoden, mein 4K Capture Programm hat bedauerlicherweise, wie soll ich das sagen, hat nur in 1080p 60 aufgenommen. Das heißt, die letzten 3 Episoden sind von 1080p auf 4K hochskaliert mit AVI, hoher Bitrate, wo ich noch einigermaßen versuche, das Beste draus, aus dem optisch zu machen. Aber jetzt, ich habe noch geguckt, ist mir gerade aufgefallen, jetzt nimmt es tatsächlich in 4K auf. Nun, war ja nur Omega. I feel bad right now, to be honest. Und daran lässt sich jetzt nicht mehr wirklich viel ändern. Also dann. Let's do this. Sid. Wir haben ein paar Sidequests zu machen. You are Sid, aren't you? The man the tributary told us about? I wonder if you could help me. With what exactly? Oh, nothing too troublesome. Do you know my husband, Pavat? He's the village smith, among other things. Anyway, his name day's not far off, and I wanted to make a gift for him. He's a craftsman, you see, and he's been fretting about running low on the flowers he uses for dye making, so I wondered if you might collect some for me and give them to him. Would this gift not be better coming from you? Perhaps, but it can't, for reasons I can't go into. Please, I know it sounds daft, but I'd be ever so grateful. Fine. Which flowers does your husband need? The sweet little blue ones that grow around the fount. Elder's blessings, they're called. We use them to dye our fabrics so we always feel close to water like they are. You don't need to go to the trouble of picking them yourself, though. Just speak to the field hands and ask them to share their harvest with you. 2 basketfuls should be enough for my husband to be getting on with. 2 basketfuls it is. Voll gut, dass uns das so früh aufgefallen ist. Speak to the flower pickers by the pond. Tell them it's Elder's blessings you're after. 2 baskets of them. Und da kommen die Sidequests. Aber es ist schön friedlich. Excuse me. I wonder, might you be able to spare a basket of Elder's blessings? Pavart's wife tasked me with collecting some for her husband and suggested that I speak to you. Ah. Werda wants you to bless her better half with the fruits of our labour, does she? Go on then. Give the old fool something to squirm about. I'm sorry. Ah, don't worry about it. An old fool Pavart may be, but if you come bearing gifts, he's not fool enough to turn you away. I'm glad to hear it. Thank you. Mir fällt gerade auf, es ist nur Episode 3, die versehentlich in 1080p 30 Mbits die Sekunde aufgenommen wurde. The mirrors. My people believe they frighten off trespassing demons by showing them the evil in their hearts. Would you care to take a look? Hi, Muffeli.
Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Training war anstrengend. Versehentlich wurde Episode 3 von Final Fantasy 16 DLCs, wie soll ich sagen, in den Einstellungen aufgenommen, in denen ich Pokémon einstelle. 1080p, 30 Mbits. Versehentlich. I swear to God, I didn't want to. Pavard's not a bad bloke, like, he's just a bit of a craftsman, you know? Ja, das Programm war leicht buggy. Aber jetzt sollte es gehen. Ich hab's repariert. Auf alles muss man achten. Wie geht's mit Muffli? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bis 5 Uhr wach zu bleiben. Aber wenn du mit dabei bleibst, schaffe ich das bestimmt. Ah, welcome to Haven, friend. Thank you. Forgive my presumptuousness, but the smith's wife has asked me to make her husband a present of some elder's blessings. 2 basketfuls, to be precise. Well, I have one, if that's any help. It is. I'm much obliged. They really are beautiful. Aren't they just? Though that's not the only reason they have a special place in our hearts. Legend has it that when our people fled from Ash, the tributary of the time took some seeds with them. And as they wandered high and low across the Twins, he'd plant them wherever they stopped for water. Every elder since has done the same. So when we finally put down roots here in Mysidia, the flowers did too. Well, that's 2 basketfuls. Schneller Abschluss. Nach Erledigung der Hauptaufgabe einiger Aufträge hast du die Möglichkeit, sofort zum Abschlussort des Auftrags zu reisen. Wenn du die Eingabeaufforderung am rechten unteren Bildrand siehst, halte, was aber das ist, um dich augenblicklich zu dem Charakter zu begeben, der dich gerade sehnsüchtig erwartet. Natürlich musst du nicht Gebrauch von dieser Option machen und kannst sie auch schlichtweg ignorieren. Des Weiteren kannst du sie jederzeit in den Spieleinstellungen unter dem Reitersystem im Hauptmenü gänzlich deaktivieren. Time to visit Pavard. Later. The Elder's blessings are a symbol of our people. I'm glad you like them. Yes. I really hope I do. He's coming over here. What do we do? Hear me, mine ancestors. Grant me the strength to tame the troubled waters of mine heart, that it might at last find serenity. What do you want? Your wife asked me to bring you these flowers. Korb voll Ahnensegen. Aus den Blumen, die am Rande des Flusses wachsen, kann ein starker blauer Farbstoff extrahiert werden, mit dem die Kinder des Wassers traditionell ihre Kleidung färben.
Doch warum würde da die Frau des Meisterschmieds Pavard Clives Hilfe beim Auffüllen der Blumenvorräte ihres Mannes benötigt, bleibt ein Rätsel. That woman. Come out. I know you're there. Who? Me? Would either of you care to explain what's going on? I'm sorry. I didn't mean to deceive you. It's just, my husband can be a bit standoffish at times, and I thought this might be a good way for the two of you to get acquainted. What with you being a swordsman like, and him being the only smith in the village. It'd be a shame if you couldn't turn to him for help. The only reason he couldn't turn to me for help is because I had my hands full with all the orders you lot dumped on me. I'm pretty much done with them now, though. But, for the record, the tributary said that we were to lend you outsiders our aid, and that's exactly what I was planning to do. With or without my darling wife's meddling. Still, here we are. Acquainted. So, if there's out you need, just bring us the materials, all right? All right. All right, then. And tar for the flowers. I was running low. You use them for dyeing, I hear. Aye. Crush the petals and it makes a fine and lasting blue. We use it to stain the cloth for our tunics and pennons. To remind us where we come from, like. As modes of water. Children of the sea. That's right. The pattern too was left by our ancestors. The Ceaseless Rill, it's called. It symbolizes the river of our tribe, with the strength of Leviathan running through it. And no matter how that river has ebbed and flowed, changed its course, the flowers have always been with us, growing on our banks. I should get back to work. If you need something crafting, let me know. Oh well. It was a pleasure to meet you. Wasn't it just? Und wie viel XP haben wir bekommen? Wir sind Level 102 schon. 3,2 Millionen. Reflexion der Erde. Was? Die Schmiede der Zuflucht. Freigeschaltet. Reckon my steel's just as good as any. Should be. A good tide to you. Einmal den Hundi streicheln, das muss einfach sein. Und nun zu dir. What is troubling you? Where in the blue heavens has that girl got to? Oh, I'll have her hide when she gets back. Oh, sorry. I was leagues away. How can I help you? If you're after something from the storehouse, it's actually my wife you'll want to talk to. She will have to charge you for the goods, though. Not that we'd fleece you or anything. It's just, you know, needs must. I understand. Saying that, she might not be able to get anything down for you for a bit. Ah, right. She's got her hands full with the inventory, you see. It should have been my daughter's job, really, but the willful little rills decided to make herself scarce. Ah, the heavens only know where that girl's got to.
if you'd like me to keep an eye out for her. Oh, no. I couldn't ask that of an outsider. Could I? You wouldn't mind? Gerne. Of course not. She won't have gone far, will she? I hope not. But I've scoured the entire village for her and come up empty-handed. Can't help thinking she might have gone on another one of her little adventures. Ah, a free spirit, is she? Aye, that she is. Can't get her to sit still, especially once you heard you lot were on your way. Outsiders! You should have seen her little eyes light up. Oh, if she wanted to watch you arrive, she'd have made for the low gate where you first came in. The guard there might have spotted her. Maybe you could ask him. Ruka, her name is. All right. I'll let you know if I find her. Try not to worry. Die große, weite Welt. Did you want something from the stores? The tributary told us you might, and that was to share what we could with you. But we were meant to be taking a full inventory, and I won't know for sure what we can spare till it's done. Oh, sorry, but you'll have to wait till my daughter gets back, whenever that may be. Oh, don't worry. It's all good. What do you think the tributary sees in those outsiders? Enough to welcome them into our midst, and so we must do the same. Talking more to each other. I kind of like this. The mirrors. My people believe they frighten off trespassing demons. He's coming over here. What do we do? Is it change? The stalks are thin. No. Unmuffli geht's dir schon ein bisschen besser. Wenigstens. Hoffentlich. Excuse me. You haven't seen the storekeeper's daughter, have you? Little Ruka? I have, as it happens. She went out through the gate not long ago. Out of the village? Alone? Aye, she does it all the time. There's a path off to the left which leads down to the river. Nice little spot, that. It's safe as you like. The beasts of the mountain don't dare come so close to the village. That's where she'll be. Go and have a look if you don't believe me. I will. Bist du dir sicher, dass es sicher ist? Follow the path to the left. Ruka will be playing down by the river. Trust me. I do. I'm still worried. This must be the path. Little girl all alone. Jeez. They're not here either. It's you! I've been looking everywhere for you. You must be Ruka. You know my name? Can you lot read minds? Your father asked me to keep an eye out for you. You left without telling him where you were going. He was worried. But I went to look for you. Well, now you found me. What do you say we head back to the village and let your father know you're safe? All right. And on the way home, you can tell me all about the world beyond the wall. I want to know everything. Everything might be a stretch. Thank you for bringing her home. And sorry for the trouble. Oh, no. It was a pleasure. Daddy,
Did you know that there are villages 10 times as big as Haven in the outside world? 10 times! Cities, they call them. And in these cities, they have great big walls and towers and castles. Oh, to think I was worried. You can tell me all about the outside world later, Sweet Pea. Now go and help your mum with the stores. All right. Thanks for putting up with her questions. She, has a lot of them. One of the big ones being, what are the people beyond the wall like? Reckon you've made a good first impression. Are we the only one she's ever met? That you are. The rest of the world can't know we're here, so we'll have to be very careful who we're letting in and out. A few of us might make the occasional trip to shore for supplies, but for the most part, we'll make do with what we've got, including what the old Northerners left us. Yes. You built on top of the old ruins, didn't you? Well, they make for fine foundations. Their masons clearly knew what they were doing. That's one thing we don't have to worry about. Oh, it's everything else that's the problem. Medicines, metals for tool making, anything like that. We have to dress up as travelling merchants and make a trip to the outside and pray to every cloud in the heavens that nobody sees through us. Which explains why you need Gil. Aye. And now Ruka's back, my wife should be free to assist you with any potential purchases. So please, do make good use of our stores, because we fully intend to make good use of your coin. I'll be sure to keep my purse strings loose. Ja, solange ihr mir XP gibt. 3,248 Millionen. Zeitloser Talg. Aus dem Fett von Wildschweinen oder Bisons oder im Fell von Mysidia, Chocobos oder Gazellen gewonnen, wird Talg langläufig zur Herstellung sinkender Kerzen und öliger Seifen verwendet. Bei Schmieden kommen diese Substanzen auch beim Polieren neuer Waffen zum Einsatz. Ein Übermaß an Äther scheint den Verfall dieser speziellen Talgprobe verlangsamt zu haben, sodass er sich nach Jahrzehnten weiterhin geschmeidig ist. Er selbst nach Jahrzehnten. Lage aus der Zuflucht. It's a pity nothing but the foundations were left standing. A whole storehouse made of stone would make it a lot easier to keep our supplies in good nick. Will you be back soon? You've still got to tell me everything else about the outside world. That will take a while. Die Zuflucht. Ein kleines Dorf im Zentrum von Mysidia. Die Kinder des Wassers haben sich dort vor etwa 100 Jahren inmitten der Ruinen älterer Steinbauten niedergelassen und sich eine neue Heimat aufgebaut. Um sicherzustellen, dass ihr Aufenthaltsort unbekannt bleibt, ist es nur wenigen erlaubt, das Dorf zu verlassen und dann in der Regel nur, um Handel zu betreiben. Thanks for bringing me daughter back. I don't grudge her looking for adventure, but she's got to pull her weight like the rest of us. Anyway, now we've got the inventory done, I can attend to my own tasks, like seeing to our visitors' needs. So, was the route you wanted? I will have to charge you. Min Hüfttuch plus 3. Der Farbstoff. Der Farbstoff, der aus dem in Mysidia wachsenden Ahnensegen gewonnen wird, soll der Kleidung der Kinder des Wassers angeblich nur ihre blaue Farbe verleihen. Ein im Innen
Ätherrückstand, vermutlich das Produkt eines Zaubers, der über das Land gelegt wurde, sorgt auch für eine höhere Beständigkeit, die wiederum gefärbte Stoffe robuster gegen Einwirkungen aller Art macht. Springt dein Herz auch in die Lüfte, pack die Gill schön an die Hüfte. 35k, was... Well, if you're sure you need it. Min-U Armreife. +3. Damn. An seinem 16. Namenstag erhält jedes Kind des Wassers einen geschnitzten Holzreif, der es für den Rest seines Lebens behalten wird. Seinen Anfang nahm dieser bis heute fortgeführte Brauch in jenen langen Jahren der Wanderung, die den Stamm so viele seiner Angehörigen kosteten. Der Reif symbolisiert das einzigartige Band, das die Kinder des Wassers untereinander verbindet. Here you are. Notenrolle. Well, if you're sure you need it. Wir haben noch 500k, das können wir alles später sellen. Gucken, ob ich Then I bid you good tide. What do you think the tributary sees in those outsiders? Yes? How long do you think this bridge has been standing here? Oh, Suddenly, there were curls everywhere I looked. It was all I could do to make it back to here. the poor things are as pale as ghosts. Oh, they're unwell. Hier hat sich nicht sehr viel verändert. Außer... You see, children, we are but drops of rain, flowing from mountain to valley, stream to river, until at last our journey ends out in the open sea. Yet, like the clouds, do we rise from the waves once again, to return to where it all began. And thus does the cycle start anew. So, me dad's a cloud, and I can see him again if I go up the mountain? Nicht ganz. You see, children, we are but drops. You're Lady Shula's friend, aren't you? Lady Shula says that if I want to be tributary one day, I have to learn my letters just like she did. But what good are letters against a Tombury's knife? You're Lady Shula's friend, aren't you? Lady Shula says that if I want to be tributary... Did you hear that, girl? You're going with father today. Off to the surge, are you? Well, just you stay close to the tributary. We don't want you getting lost in the forest. There's a pair of ships just up ahead. Ships? But are we not still leagues from the shore? Well, we will... Oh mein Gott, ist das groß. Yeah, this will take a while.
get through here. The quickest route to the surge is due east, past the second galley. Shooter, how did these ships come to be here? What do you imagine happens when an icon of water gets angry? Really, brother, did you have to ask? Yes, I have to ask. Das ist so schick. Ja. Shit. Wir müssen zwar dahin, but can go here as well. Wer weiß, was wir finden. Eine alte Tempelruine. What? Ein bisschen aus wie Inka Maya Stil. Ich habe jetzt mega Bock auf Indiana Jones. Richtig. Okay, mehr ist hier gerade. Mehr ist hier definitiv nicht drin. Mehr ist hier definitiv nicht drin. Aber hier, well. Ja, wie kommt ein Schiff so weit an Land? Was passiert, wenn ein Gott des Wassers sauer wird? Genau. Tsunami. Starten wir mal mit links.
Take easy. Bisschen XP noch in der Zwischenzeit. Alles gut, Torgal. It's all good. Gehen wir gleich lang. Erstmal hier. Die Ruinen der Alten. Dieses Ganze von Efeu überwuchert. Es sieht so schick aus. This trail only leads deeper into the forest. We should head back. Should we now? And we will. Later. Hier ist noch ein Tor. Da kommen wir nicht durch, höchstwahrscheinlich. Ja. I like the texture quality though. Der Wald hat auch was von Crisis. Keinerlei. Der hat definitiv was von Crisis. Mehr Gegner. This might take a while. Oh no, this won't. This won't take a while. At all. Odin ist stark. Sehr stark. Oh, noch so ein Ding. Ja, ich mag die Engine. Ja, das ist ein Steam Sale. Was haben wir denn hier? Temperaturen in der Brücke, ja? No, I still haven't mended the bridge. And I never bloody will if people don't leave me to my work. Yeah, I'm sorry. Couldn't have asked. There's the other ship. We won't find Walius this way. The sea lies behind us. I know, but I will find other stuff.
Ja, die Schleime, die sind... Oh. Zu brechen. Dicker Busch, hier kommen wir nicht durch. Aber eine Kiste. Ein bisschen mehr Virit. Hallo. Hallo, wie geht's? Ja. Damn, der Dschungel ist so cool. Hm. Erinnert mich stellenweise auch stark an Crisis. So sieht das hier aus. Oh, Spinnen. Graue Witwe. Burn. Aber hier ist noch so ein Stein. Ist nice. Und was schwitzt du jetzt weiter? Bei der Kingdom Come? Ja. Das sieht aus wie Vulkanstein. Sweet. Das zweite Schiff. Erinnert mich ein bisschen auch an Uncharted. Hat so ein Feeling davon. Holy shit, hier gibt's Tomberries. Tonberries. Foul creatures consumed by their hatred for everyone and everything. Everything save sharp knives, it seems. Okay, Odin kann sie alle one-shotten. Ja, scharfe Messer. Oh, das ist ein Doppelweg, sehe ich gerade.
Don't worry, we don't want to kill you. Don't worry about a thing. Und ich wiederum kill ich sehr gerne. Spinnen. Und noch ein Schiff. Auf der Seite haben wir ein Boot. Boot im Dschungel. Ist ein richtiger Schiffsfriedhof hier. I can smell the sea. It's not far now. Could be. But we're gonna go the other way too. Oh. Katzengold. Sweet. Was willst du haben? Ja, was willst du mir? Ich hab doch gedodged, ne? I'm not making it. I don't make it look easy. It is easy. Wie früh haben wir? 8 Uhr morgens, ja. It's gonna be alright.
Da sind wir lang beim letzten Mal. Hier an der Seite. Die Seite haben wir komplett ignoriert. Hier noch was zu holen? Nee, scheint nicht so zu sein. Aber in dem Gebiet werden wir wahrscheinlich länger sein als im Kristallturm. Ja, nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher. Dann auf zum Meer. Immer eine gute Idee, zum Meer zu gehen. Heilige Scheiße. Die Welle. Damn. How will we reach the surge? We'll follow the coastline north. There's a bridge that'll take us across to the cape. Yeah. Somebody was pissed. Some god. You don't want to go down there. Trust me. Do I even want to ask why? Well, wir werden früher oder später schon nach dahin kommen. Überall, wo jetzt noch zu ist. Damn. Mal da lang. Eine Schildkröte. Oh shit. Fuck, ich bin den Abgrund gesprungen. That's not good. Oh, I'm dead as fuck.
Joshua, seit wann kannst du einen Laserstrahl abfeuern? Und wieso machst du das nicht häufiger? What the heck? Warum macht er das wohl nicht häufiger? Er ist jetzt nicht gerade der gesündeste Champ. Stimmt, ja, Stuhl. Ja, er versteinert, wenn er seine Fähigkeiten benutzt. Whoops, I completely forgot. Nicht completely, aber beinahe. Oh, das ist schön hier. It's what prevents the surge from being reclaimed by the sea. And Dwalius by his people. Ja, das ist schick hier. Hier lässt sich leben. Ein Paradies, wenn man so will. Ein paar kleinere Parasiten sind die halt immer noch, aber... Ein paar Viecher tun niemandem großartig irgendwas an. Go there later. Das Meer. Noch eine Schildkröte. Oh. Oh, that's not good. We could kill that thing. Hey, was? Und noch eine Schildkröte. How many turtles do you guys have? Too many, I tell you. Noch mehr Ruinen. Und ein Haufen Crap.
Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ja, ja. Well, you gotta fight against one more turtle, I guess. Noch eine Level 100 Turtle. Do no damage. That would do no damage.
Diese Schildkröten. Aber hey, sie hat einen Schatz gehütet. Zeitloses Öl. Auch. Ob das es wert war. Das Crafting-Material bestimmt. Hinaus. Müssten wir jetzt einmal überall gewesen sein. Und können weiter zur Hauptquest. Ist vorher einmal hier lang. Muss ich schon sagen. Das ist eine dicke Welle. Am I missing something? No. Noch ein anderes Problem. Ich krieg Hunger. Aber ich versuche abends nichts mehr zu essen. Ätzend. You said before that the child is bound within the surge. But you've yet to tell us how we're meant to reach him. I trust we won't have to hold our breath. No. The surge wraps around the cape without engulfing it. If we continue to its tip, there is a path down to the seabed. And the wave's origin. All right. It won't be the first dominant we've met at the bottom of the ocean. Ja. Odin. Die Woge. Eine einsame Welle erhebt sich für alle Ewigkeit, dazu verflucht, niemals zu brechen, da die Hand der Zeit dem Zorn ihres gepeinigten Schöpfers Einhalt gebot. Die Woge, Mysidia, das sieht mega. Das erinnert mich sehr, sehr krass an das erste, an dieses Kristallsee-Level aus FF13. Wo das Wasser zu Kristall gefroren ist. It's not much further now. The path seems well kept. Do you and the villagers often come this way? Only me. Once every new moon without fail. It is my duty both as village elder and Walius's descendant. But surely no one blames you for what happened. Why should you bear the responsibility alone? You misunderstand. I do it because I want to. To show him that he isn't alone, and that there are still some of us who would see an end to his suffering. Suffering you will soon witness with your own eyes. The forest grows quickly here. Left unattended, the path would be reclaimed in a matter of moons. Und hier ist... ja. Und keine Map. Okay. Ist okay. Das hat Gestrüpp so an sich. Das wächst schnell nach. Does the light point the way to the child? It does indeed.
Laserstrahl. Die eingefrorenen Wellen, das ist leicht angsteinflößend. Vielleicht. Saved. Look at all the droplets of water suspended in midair. Where they have remained untouched by time for 80 summers. It's not right. No, it's not. Pretty though. Is something wrong, Clive? Nah, everything is alright. Just looking around, that's all. There. Up ahead. Ja, die Welle nach dem Dorf, kurzen Prozess, wenn die wieder ins Schleudern gerät, wenn man so will. Das ist dann bye-bye, Dörfchen. Das war's mit dir. Down in the center. Follow me. He's still primed. I'll never forget my first priming. The fear. And I was old enough to understand what was happening. One can only imagine how this poor child felt. He is the victim of an unforgivable sin. Committed by people who saw him as nothing but a means to an end. He must be so frightened. Then I'll ease his burden. You don't mean? I'm not going to hurt him. Contrary to the tales, I don't go around killing dominants for no reason. What if I told you there was a way to remove Wallace's icon? I tell you, you were a madman. It's hard to believe, I know. But it can be done. Though, it isn't without its risks. Part of the icon remains no matter what. So, it might still come to violence. I don't know.
It depends on the dominant. I've seen things end well, and I've seen things spiral out of control. But I do know one thing. If we turn our backs on this child, there will be no end to his suffering. And I think that a worse fate than the alternative. Don't you? Very well. Do what you must. And whatever happens, I will own the consequences. Don't be afraid, little one. Let me bear the weight. Is it done? I think so. I can feel the icon inside me. But something's wrong. He wasn't just afraid. He was angry. All right. Let's see what you've given me. Mir ist so kalt. Oh no! Guck dich warm ein, mach dir die Wärmflasche. Ist okay, Muffli? Ja. Die Macht des Wassers! Clive hat sich ein Stück der Essenz Leviathans einverleibt. Das Beschwören von Leviathans Kräften ändert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue Esper-Fertigkeiten, wie zum Beispiel Kreuzdünung. Kann man Ein dir Schwall irgendwie aus helfen? I don't know. Warme Grüße schicken. Ein Schwall aus unentrinnbaren Wasserwellen, die aus mehreren Richtungen auf Gegner eindreschen. Mehr Details dazu findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Leviathans Esperkraft. Mit Leviathans Esperkraft Schlangenruf kann Clive einen wasserspeienden Schlangenarm heraufbeschwören, der präzise Angriffe auf entfernte Gegner abfeuern kann. Drücke Viereck wieder, während die Schlange beschworen ist, um einen Tidenschuss abzufeuern. Eine aus 3 Wassergeschossen bestehende Attacke, die kleinere Gegner zurückschleudern kann. Das Drücken von Dreieck löst hingegen einen Tidenstrahl aus. Einen Wasserstrahl, der Gegner in mittlerer Entfernung trifft. Tidenleiste. Der Einsatz dieser Attacken verringert die Tidenleiste. Ist diese leer, können keine Tidenattacken mehr ausgeführt werden. Die Leiste füllt sich allmählich automatisch auf, kann aber auch durch das Drücken von Kreis aufgeladen werden. Nochmaliges Drücken von Kreis zum richtigen Zeitpunkt, während die Eingabeaufforderung auf dem Bildschirm angezeigt wird, füllt die Tidenleiste sofort vollständig auf und gewährt für kurze Zeit einen unerschöpflichen Vorrat an Tidenmunition. Die Tidenleiste wird auch durch erfolgreiche Ausführung von perfektem Ausweichen aufgefüllt. Salto. Während der Schlangenarm beschworen ist, kann Clive durch nochmaliges Drücken von R1 während eines Ausweichmanövers einen Salto machen und so die Distanz des Ausweichmanövers vergrößern.
Während des Saltos kann durch Drücken von Viereck ein Tidenschuss ausgelöst werden. In diesem Kampf steht nur Leviathans Fähigkeit zu Verfügung. Okay. Leviathan? No, just an eggy. But a formidable adversary nonetheless. Oh, shit. It has friends. Das macht das Ganze zu einem Shooter praktisch. Das ist keine cool. Bezwungen. Level up auf 103. Nice. Aber ja, Muffli. For real jetzt. Alles okay bei dir? Pass auf, dass du dich nicht unterkühlst. Not good. Makellose Wassersphäre. Während des sorgfältigen Studiums alter Schriften fiel auf, dass unsere Vorfahren Kristalle oft als Sphären bezeichneten, diese jedoch wahrscheinlich auf die Transkription einer wesentlich älteren Sprache durch einen einzigen Gelehrten zurückzuführen ist. Dieses blassblaue Fragment aus dem Körper des Aegis Perikos ist jedoch in der Tat eine beinahe makellose Sphäre, in deren Inneren die pure Lebenskraft sich windet. Is everyone all right? He seems calmer now. You said Walius was frozen in time. But he knew we were here. How? I don't know. He's never reacted to anything or anyone. Until now. The child has been bound for nigh on a century. If he has been conscious from the first, we must remove the seal at once. It's not that simple. I wish it were, but... there's more to this tale. It would be better if I explained back at the village. I see. Then let's return before it gets dark. I'm sorry, Walius. I will make this right.
So, part of Leviathan is inside you now, is it? Does it hurt? No. Not anymore, anyway. Good. Because I still have need of your strength. If you want to know the rest, we should head to the Witten Hall. Of course. Valeas. Der derzeitige Dominus Leviathans, der vor etwa 80 Jahren in die Familie des damaligen Anführers der Kinder des Wassers geboren wurde. Kurz nach seiner Geburt, als die Esper in ihm erwacht war, wurde ein schauerliches Ritual an ihm vollzogen, mit welchem man sich seine Kräfte zunutze machen wollte. Der Plan schlug jedoch fehl und Leviathan löste in seiner Wut eine gigantische Welle aus, die die Zuflucht zerstört hätte, wenn nicht der zweite Teil des Vorhabens gewesen wäre, nämlich den Säugling und die Welt um ihn herum in der Zeit einzufrieren. Wofür dir da hilft dann wirklich eine Wärmflasche? Das solltest du dir wirklich machen. Wenn dir zu kalt ist, kann sich deine Erkältung noch mal verschlimmern. Das nennt man halt Unterkühlung, dass dein Körper halt zu kalt ist. Du droppst 1 Grad, ein halbes Grad, 1,5 Grad runter. Klingt nach nicht viel, aber glaub mal, das ist not gut. Zum Beispiel auch, wenn du im Wasser bist. Wenn du schwimmst in relativ kühlem Wasser, aber es ist sonnig, durch die Sonne merkst du es nicht. Deine Lippen färben sich lila. Ein Zeichen dafür, du bist unterkühlt. Oder es ist dir zu kalt. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist in eine dicke, warme Decke einmummeln und eine Wärmflasche. Vielleicht auch noch ein heißer Tee oder sowas. Ich habe halt Fieber, so friere ich. Okay, nevermind. Ja, dann... Ja, umso wichtiger ist es, dass du dich dick einpackst und ja, gute Besserung. Uneven tights. Am besten so richtig dick einpacken, dass du die Krankheit ausschwitzt. Given is gladdened at your return. So. Shiva. Leviathan! Oh, we don't have much in Leviathan. Leviathan einverleibt. Dann wollen wir den doch gleich mal maxen. Wir haben ja 57.921 Fertigkeitspunkte. That should be enough. Ausschwitzen? Ja. Genauso solltest du viel trinken und, well. Genau, viel trinken und viel urinieren. Dich so dick einpacken, dass du viel schwitzt. Weil dein Körper entledigt sich so relativ einfach Schadstoffen. Ist schneller gesund. Okay, Leviathan-Ulti. Damn! Geil. Die sind ja schon mal.
Leviathan böllert richtig, der macht richtig Fun. Direkt mal Leviathan auf Maximum gebracht. Dass er auch schießen kann, ist so strange, not gonna lie. Sturzflut. Macht Damage, macht sehr viel Damage. Eigentlich noch eine Fähigkeit von dem? I don't know. Vielleicht packe ich hier sogar den Ionenschlag hin. Und packe dafür, wenn ich mehr Ability Damage brauche. Na, Titan können wir eigentlich relativ... Oh, ich glaub... lassen. Ich habe falsch gelesen. Sie hat Auschwitz geschrieben. Oh. Ausschwitzen, nicht Auschwitz. Auschwitz. There's a difference. One is good, one is bad. Look, Dad. The Trivity's back. Do you think the Save Valiers? We'll find out soon enough, son. And what are you two drawing? The rill. We're seeing who's fastest, and I'm going to win. Bastard things. Tore the fish right out of the baskets. Titatus, that's cold. Ja, Quellwasser ist kalt. Aber wenn du... That's right. Just see those knots are tight, or we'll lose the pennants to the wind. Mofeli, was ich vorhin gesagt habe, wenn du bei mir bleibst, vergiss es. Wenn du wirklich Fieber hast, solltest du nicht bis 5 Uhr wach bleiben. Du solltest am besten jetzt schon schlafen gehen und versuchen zu pennen und auch ausschlafen, egal was morgen los ist. Anordnung vom Arzt. Anordnung von uns. When you've decided what you want, just let me know. Very well. Will you be back soon? You've still got to tell me everything else about the outside world. Wie lange machst du heute, Dominik? Hm? Wie lange du machst? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wir können mehr schmieden. What is it you want? Veredelter Tidenschlag. Oh, it's weaker. Flawless. Aber wir können mal gucken, die einmal ausrüsten. Die ist ein bisschen schwächer. It looks nice. No sign of the child. You don't think he's... Wir nehmen wieder die veredelte Omega-Waffe. Die ist einfach... Wait, die ist genauso stark wie die Ultima-Waffe. Die Ultima-Klinge.
just as strong. The broom is your warhammer. The leaves our mortal enemy. Show them no mercy for the glory of Mysidia. Warhammer, ja. The glory of mankind. Something, nothing new. What's up with you? How may I be of service? Till next our streams cross. Yeah, cool. To understand the spell which binds Walius, you must first know who we are, and what drove my forebears to commit such an atrocity. This tapestry is our story, the one that brought us here. After generations of wandering, my people sought refuge in northeastern Storm, some 170 years ago. But in exchange for our safety, the Gregorian Church demanded we renounce our faith and branded us heretics when we could not. To be exterminated, as a lesson to others. And so was it chronicled in the imperial histories, for anything less would have made the Church seem weak. Yet a handful survived. The few who did fled north and west, and in doing so discovered two things that would forever shape our fates. The first was an old legend, revealing how to make your very own mother crystal. I've heard that one before. Yes, yet it gave them new hope, however false. Our ancestors convinced themselves that they could recreate the divine if they could only find a strong enough heart. A living being capable of channeling torrents of ether. And the heavens provided. A dominant Walius. They'd stumbled across a nostrum in an ancient ruin, which they believed could provoke a sudden outpouring of a creature's ether. They meant to enrage his icon. Leviathan would have destroyed everything, had our people not made their second important discovery. A means to stop time itself. Where did they find that? The Northerners had no such magics, or they would have used them. When our ancestors first arrived, the land was uninhabited, save for an old witch who lived on the highest peak. Her body had been consumed by the curse, a cruel payment for her long years of service to the Northern Thanes. So desperate were they to prevent the fall of Drake's Eye, they'd forced her to devise a spell to stop time. But Drake's Eye did fall. It did. When she finally perfected the necessary magics, it was already too late. As punishment for her failure, the Thanes exiled her to this forsaken place to live out the few days she had left. Knowing her suffering, our ancestors cared for her as best they could, and in return, she gifted them her spell. That even though she should die, her legacy might live on. So armed with both the knowledge of the ancients and the secrets of time, our ancestors settled upon an ambitious plan. They would create a new mother crystal and enchant it that it might endure for all eternity. Thus would our people's wandering, our suffering, finally end, and prosperity visit us once more. And all it would require was the sacrifice of a single child. A small price to pay,
Or so they believed. Another victim of man's blind reliance on the mother crystals. So we know the seal source. How do we break it and restore the flow of time? Do you recall the dome of light on top of the cliffs to the west? Inside lie the ruins of an old temple. It was there that the witch built the Ver, a conduit of sorts that channels her remaining ether into the surge. But it's been a long time since anyone set foot in the place. And now there are others who claim it as their own. Then we shall go prepared for a fight. That said, it may be best if one of us stays behind. You think the village could be in danger? We saw the ether flow from Wallius in all directions, but only encountered a single familiar. There will be more. And should even one make its way here, I doubt the walls could hold it back for long. Then I shall stay. The Phoenix will see your people safe, tributary. You have my thanks. Very well. We should depart at once. I fear time may no longer be a luxury we can afford. Mann, er hat 80 Jahre Zeit. Die paar Minuten, die ich jetzt am Zeitfesten bin, werdet ihr noch überleben. Let's hope. The Ver is not easy to find. We must first head north and then west, deeper into the forest. 1, 2, 3, 4 Sidequests. Wupp, wupp. Ja, wir werden etwas länger hiermit zu schaffen haben. Haben wir mehr? Wir haben mehr. Wallias. Jetzt sagt die Dominus Leviathans, der vor etwa 80 Jahren in die Familie des damaligen Anführers der Blablabla geboren wurde. Jede Familie plante, ihr neugeborenes Kind in den Kern eines Mutterkristalls zu verwandeln, indem sie seine Esper genau im Augenblick ihrer Entwicklung in der Zeit einfroren, während der Ätherfluss am größten war. Der Plan schlug jedoch fehl und brachte nicht nur keinen Kristall hervor, sondern verdammte Wallias auch zu ewiger Gefangenschaft. Seine Befreiung würde nun den Untergang der Zuflucht bedeuten, da auch die zerstörerische Welle Leviathans wieder in Bewegung käme. Die einzige Hoffnung war, dass sich jemand finden würde, der ihm die Esper nehmen oder sie im Kampf schlagen könnte. Jemand wie Clive Rosfield. Chronomantie. Die geheime Kunst, den Verlauf der Zeit durch die Beeinflussung des Äthers zu kontrollieren. Sie wurde von der Hexe des Nordens erschaffen und perfektioniert, nachdem die nördlichen Herrscher sie damit beauftragt hatten, einen Weg zu finden, das Erlöschen Drachenauges zu verlangsamen. Oder zu verhindern. Nach langen Jahren der Mühe brachte sie den Zauber zur Vollendung, doch für die Rettung des Mutterkristalls war es bereits zu spät. Die Kinder des Wassers machten sich denselben Zauber später für ein weitaus grausameres Ziel zunutze. Indem sie ihren neugeborenen Dominus in der Zeit einfroren, hofften sie, einen neuen Mutterkristall zu erschaffen. Doch auch dieser Plan scheiterte, und durch die Magie der Hexe wurde lediglich verhindert, dass das Volk des Wassers einer wütenden Esper zum Opfer fiel. Kannst du noch eine Folge machen? Ja, ich kann noch. Du willst dazu einpennen, ne? Ja, ich kann noch eine Folge machen. Don't worry. Der Ort der Ewigkeit. Ein antiker Steintempel, der auf einem der höchsten Gipfel der Region steht und in ein mysteriöses blaues Licht getaucht ist. In seinem innersten Heiligtum befindet sich das Zepter, ein magisches Artefakt der Zeit, das einen hellen Strahl über die Baumwipfel bis zum Kap Nepto und zur Woge wirft. How may I be of service? Okay. Wir haben wieder so viel mehr zu lesen. Long, long ago. Vor langer, langer Zeit lebten unsere Vorfahren an den Küsten im Süden Ashras, dem Land gesegnet von Drachenhorn. Doch der Mutterkristall fiel und unser Volk musste seine Heimat verlassen und sich auf die Suche nach einer neuen machen. And so we wandered,
Also gingen wir auf Wanderschaft, all unsere Habe auf Karren geladen und schliefen durch und draußen unter den Sternen. Wenn die Gezeiten uns zu unbesiedeltem Land trugen, legten wir Felder an, wenn nicht, tauchten wir unsere bescheidenen Besitztümer bei den Einheimischen gegen Nahrung tauschen. But never did we settle in any one place. Aber wir ließen uns nie lange an einem Ort nieder. Wir wurden zu dem, wofür wir uns ohnehin schon immer gehalten hatten, einem Fluss, der ewig strömt, ein ewig durch die Lande windet. Nicht ewig. Doch der Kurs unseres Stroms wurde oft von Hindernissen bestimmt. In Sanbreck wurden wir Opfer des gregorianischen Klerus, der voll religiösen Eifer darum bemüht war, das noch junge Reich von jedem einzelnen Heretiker zu befreien. Their cullings came close to staying our river's course. Diese Säuberungen hätten unseren Fluss beinahe versiegen lassen. Doch obwohl bereits triumphierend der Sieg über die gottlosen Barbaren verkündet worden war, überlebten einige wenige von uns. So wanderten wir weiter, litten wir weiter, bis wir endlich Mysidia erreichten, unsere neue Heimat, unsere Zuflucht. Über geheimes Wissen. Lady Schuler hat euch also von den Entdeckungen unseres Volkes erzählt. Jene, die uns Hoffnung versprachen und doch nur in Verzweiflung endeten. The first was the Dusken Heart. Die erste war die Methode zur Erschaffung eines Mutterkristalls, ein längst vergessenes Geheimnis, auf das unsere Vorfahren während ihrer endlosen Wanderung stießen. Eine uralte Ruine offenbarte ihnen, dass die Gefallenen für ihre menschengemachten Kerne an Lebewesen mit der Fähigkeit, große Mengen an Äther zu leiten, experimentiert hatten. Natürlich hatten meine Vorfahren keine Möglichkeit, eine solche Kreatur in ihre Gewalt zu bringen, geschweige denn zu beherrschen. Dann bescherte ihnen der Himmel genau das, was sie brauchten. So redeten sie sich ein, dass sie mit Hilfe von Waleas ihren eigenen Mutterkristall erschaffen könnten und erhielten den gerechten Lohn für ihre Tat. The second was the means to stop time. Und die zweite Entdeckung war die Magie, die uns die verstoßene Hexe gelehrt hatte. Jener Zauber, mit dem die Zeit zum Stillstand gebracht werden kann. Er sollte auf Drachenauge gewirkt werden, um so den nördlichen Gebieten den Segen des Mutterkristalls für immer zu erhalten. Zu diesem Zweck errichtete die Hexe auch das Zepter im Hort der Ewigkeit. Allerdings war es dafür bereits zu spät. And for her failure, they exiled her here. Und so wurde sie verstoßen, denn ihre Tage waren ohnehin gezählt. Fast ihr gesamter Körper war bereits dem Kristallfluch zum Opfer gefallen. Ihre Peiniger hätten ja nicht ahnen können, dass sie lange genug überleben würde, um den ersten Siedlern unseres Stammes ihre Magie zu schenken. Nach Waleas Geburt glaubten meine Vorfahren, dass sie ihr Schicksal wenden könnten. Sie wollten den Jungen zum Erwecken einer Esper zwingen und dann die Zeit um ihn herum einfrieren. So sollte er zu einer unendlichen Ätherquelle werden, um die herum ein neuer Mutterkristall entstehen würde. The rest, you know. Wie die Geschichte weitergeht, wisst ihr bereits. Bis heute ist nicht ein einziger Splitter aus diesem törichten Unterfangen entstanden. Stattdessen führten meine Ahnen beinahe ihre eigene Vernichtung herbei und schnitten dabei einen der unseren vollständig vom Strom des Lebens ab. Not that it could ever have succeeded. Der Plan hätte ohnehin niemals funktionieren können. Er wurde aus Verzweiflung ersonnen, nicht aus Weisheit oder Vernunft. Und wenn unsere Geschichte uns eines gelehrt hat, dann ist das, dass wir zum Überleben keine Kristalle brauchen, sondern nur einander. Ich glaube, die zwei Dudes, die die Kristalle am Kristallturm geerntet haben, von hier kamen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Über den Plan ihrer Ahnen. 80 years have come and gone. 80 Jahre ist es nun her, dass unsere Ahnen den schrecklichen Entschluss fassten, ihre bei weitem größte Sünde zu begehen und zu versuchen, dieses unschuldige Kind in den Kern eines Mutterkristalls zu verwandeln. Zu diesem Zweck errichteten sie am Kap im Norden einen Altar,
wo sie ihr grausames Ritual abzuhalten gedachten. Angeblich wurde der Ort wegen seiner Symbolkraft ausgewählt. Das Kap, das das Meer teilt, stellt die einschneidende Veränderung dar, die ein eigener Mutterkristall uns bringen sollte. Doch ich vermute, dass die Entfernung der Zuflucht und die ungehinderte Sicht vom Hort der Ewigkeit auf das Kap eine ebenso große Rolle bei der Entscheidung gespielt hatte. The plan was simple. Der Plan meiner Vorfahren war recht einfach. Man wollte Waelas ein grausiges Mittel zu essen geben, welches seine angeborenen Kräfte wecken sollte, und dann mit Hilfe der Magie der Hexe die Zeit um ihn herum einfrieren. So sollte für alle Ewigkeit ununterbrochen Äther durch ihn geleitet werden. Sadly for them. Doch zu ihrem Pech funktionierte der erste Teil ihres Vorhabens nur allzu gut. Was dieses Mittel auch gewesen sein mag, es weckte Leviathan, welcher zu toben begann, wie es nur ein schlecht gelaunter Säugling vermag. Wer das Unglück hatte, zu diesem Zeitpunkt am Kap zu sein, wurde augenblicklich ausgelöscht. Ganz Mysidia wäre ein Opfer der Wellen geworden, wenn die zweite Gruppe am Zepter nicht rechtzeitig die Magie der Hexe gewoben hätte. Unter ihrer Wirkung zog Leviathan sich in Valeas Körper zurück, wo er bis heute geblieben ist, und seitdem leitet er Äther durch den halb erwachten Körper des Kindes. And yet. Ihr Kern hat jedoch niemals auch nur einen Kristallsplitter geschaffen. Auch wenn sie vom Gegenteil überzeugt waren, so war ihr Plan doch von an... Du bist im LAN! Warum verlierst du die WLAN-Verbindung? PlayStation, du hast ein LAN-Kabel an dir dran. Was ist falsch mit dir? Kinders, ey. Auch wenn sie vom Gegenteil überzeugt waren, so war ihr Plan doch von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Über Valeas. It was the tributary of the time. Es war der damalige Anführer, der sich zusammen mit seinem ältesten Rat dafür einsetzte, aus Valeas ein Opfer zu machen. Naturally. Selbstverständlich wurden damals auch viele Stimmen laut, welche die Idee aufs Schärfste verdammten. Als jedoch selbst sein eigener Vater für die Durchführung des Plans war, in der Annahme, dass dies der einzige Weg zur Rettung seines Volkes wäre, stummten die Proteste letztendlich. Wie ihr bereits wisst, missglückte das Vorhaben und Valeas wurde umsonst geopfert, wie all die anderen, die an jedem Tag ihr Leben verloren. Überraschenderweise entkam unser Anführer der Katastrophe und bot dem Stamm daraufhin sein Leben an, als Sühne für seinen ungeheuerlichen Plan. And they pardoned him. Doch niemand wollte seinen Kopf. Selbst seines Vaters schärfste Kritiker hofften lediglich auf Valeas Befreiung und forderten, dass wir bis dahin alle gemeinsam über ihn wachen mögen. Und das tun wir bis heute, in der Hoffnung, dass wir eines Tages diese schreckliche Tat wieder gut machen können. Wir wussten von Anfang an, wie man die Magie auflöst, die Valeas gefangen hält. Doch so hätten wir auch Leviathan befreit, und das hätte unser aller Tod bedeutet, einschließlich dem von Valeas selbst. Our only hope. Unsere einzige Hoffnung war, die Esper auf irgendeine Weise zu beruhigen, ohne uns dabei der Außenwelt zu erkennen zu geben. Mit anderen Worten, unsere einzige Hoffnung seid ihr. I bid you good tide. Wie war das nochmal? Bitte, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Boah, ich muss die Filme mal wieder schauen. It's been so long. I suspect two dominants can handle whatever it is that awaits you atop that peak. And if not, there's always Lady Shula's battle axe. Aber wir haben doch zuerst Sidequests. Die Sidequests, mein lieber Joshua, die Sidequests. May I speak with you a moment? There is a matter with which I would beg your aid. Of course, what is it? Please, not so loud. Something serious then. Yes. I think we might have company.
I was passing by the low gate when I saw a figure moving among the trees up on the cloak. At first, I thought it must have been you or your brother, so I didn't say anything, but the more I think about it, the more certain I am that the figure looked familiar. And you're sure it wasn't one of the other villagers? Positive. I think it was someone from outside the wall who has found his way inside. Of course, it could just be my imagination playing tricks on me. I only caught a fleeting glimpse, and it might have been you or your brother. But if it is who I think it is, we cannot allow him to leave now that he knows we're here. Would you go and see? Oh, he won't try to hurt you, believe me. Given what lurks in the forest, the only one likely to get hurt is him. Very well. Whether the man you saw is who you believe him to be or not, we need to know. It may yet be someone else entirely. Someone who means your people, or my people, harm. Perhaps. Just promise me that if you do find someone up there... Don't worry. I won't draw my sword unless I need to. Thank you. Yamila, this man you saw, might he be the customer you told me of? I fear so. The customer? I'll explain later. Come on. Okay. The figure I saw was about halfway up the cloak. That's our name for the mountain you crossed to get here. 4 Stunden jetzt noch ist ein bisschen lang, ne? Und auch gleich nicht pennen. Überlegen wir, ich weiß. It's 16 or 40. How many quests can we do at the same time? If we pick too many of the flowers, there won't be enough left to go to seed. And then next year, we won't have any. Ja, um Blumen muss man sich kümmern. Stell dir vor. Almost time for harvest, then? Aye, and still the heads aren't heavy. Must be salt in the soil. So these hens were a gift from the dame, were they? There are more than I can count. You do have 2 hands, you know. Ja. Ja gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sie noch irgendwas am Sagen? O ceaseless rill, guide thy bounty unto our withered shores this day. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, oder rein. Ihr seid die Besten und nicht vergessen. Orgal ist Beste. Also dann. Bye, bye.